In unserem Kloster, wo ich eingetreten bin, gab es dort in der Nähe eine Bäckerei und ja, die haben uns immer das Brot vom Vortag geschenkt, was natürlich total genial war. Aber eines Tages haben sie sich entschieden, uns nicht nur Brot zu schenken, sondern auch lauter Krapfen. Und der Mitbruder, der sie abgeholt hat, er war halt Amerikaner, war noch ein bisschen neu, wenigstens so läuft die Geschichte unter uns. Und er hat sie dann nach Hause genommen und diese wunderschönen Krapfen gesehen, aber es war halt die Fastenzeit und deswegen hat er sich erstmal in einem Schrank irgendwo versteckt, dass niemand sie finden würde. Und nach der Osterzeit hat er sie dann rausgebracht und eines Tages saß dann halt ein kanadischer Mitbruder am Frühstückstisch und sah diese wunderschönen Krapfen da vor ihm stehen, hat sich so gefreut, hat sein Messer genommen, nicht, weil es ja Osternzeit, das heißt, man konnte diese Krapfen noch ein bisschen aufmotzen mit etwas Nutella und hat den Krapfen dann in die Hälfte geschnitten, hat sich ein bisschen gewundert, weil der Krapfen so hart war. Auf einmal kommt eine Qualmwolke aus dem Krapfen raus, weil die Marillenmarmelade halt nicht mehr Marillenmarmelade war. Und die Moral der Geschichte ist halt, Krapfen isst man nicht erst 3 Monate später, sondern gleich und am liebsten noch am Vormittag und nicht erst am Nachmittag. Und wisst ihr, ich glaube, der Punkt ist, dass genau das Gleiche mit uns passiert. Das heißt, der Mensch, wenn er sich aufbewahrt, wenn er irgendwie sich versteckt, wenn er keine Beziehung mehr sucht, wenn er einfach probiert, dass er selber im Zentrum seines Lebens steht und alles an sich reißt und alle müssen machen, was ich will, dass der Mensch, wenn er egoistisch ist, ein bisschen das Gleiche ihm passiert, was den Krapfen passiert. Er wird bitter innerlich, er findet sich nicht selbst, er ist sich selbst ein Rätsel. Und deswegen ist dieser Gedanke auch von Genesis, wenn es um die Einsamkeit geht, Adam war allein im Garten. Und du sagst, ja, wie kann das sein? Es waren noch 1000 andere Dinge auch im Garten. Ja, aber es war niemand anderen, dem er seine Liebe schenken konnte. Genauso wie der Krapfen Sinn macht, wenn er sich schenkt, so ist es auch für den Menschen. Das heißt, Jesus würde es so ausdrücken, wer sich versucht, oder besser gesagt, wer versucht, das Leben zu gewinnen, der wird es verlieren. Und wer es verliert, das heißt, wer es hinschenkt, der sich gibt, der in der Liebe lebt, der findet sich selbst. Johannes Paul II. Sagt es mal so, der Mensch ist sich selbst ein Rätsel, bis er die Liebe gefunden hat. Oder Papst Benedikt, derjenige, der versucht, das Leben an sich zu reißen, er lebt eigentlich am Leben vorbei. Und das scheint ein völliger Paradox zu sein, aber ich glaube, ihr alle merkt es, wir werden glücklich gerade dann, wann? Nicht, wenn wir an uns selber denken, sondern wenn wir versuchen, andere glücklich zu machen. Und das ist nochmal die Größe des Menschen, ist ja gerade wiederum da. Und er findet sich ja auch gerade da, wenn er sich schenkt, wenn er sich hingibt, wenn er in der Liebe lebt. Und das wünsche ich halt uns allen.